Am 31. Januar 2019 um 20:30 Uhr verließ Libby Squire ihr Studentenwohnheim und machte sich mit Freunden auf den Weg in ein anderes. Die meisten Studenten in der Nähe wollten an diesem Abend ausgehen und die Gruppe hatte vor, etwas zu trinken, Spiele zu spielen, sich zu unterhalten und dann in einen beliebten Nachtclub in der Nähe zu gehen. Gegen 22 Uhr schrieb Libby ihrem Freund Connor eine Gute-Nacht-Nachricht und fügte hinzu, dass sie ihr Handy zu Hause lassen würde. Um 23:20 Uhr kam die Gruppe im Club an und Überwachungskameras zeichneten auf, wie sie hineingingen. Libby wurde jedoch nicht hereingelassen. Sie war offensichtlich betrunken und konnte sich kaum auf den Beinen halten, sodass die Sicherheitsleute sie abwiesen und sagten, sie habe bereits zu viel getrunken. Die Freunde versammelten sich und setzten Libby 10 Minuten später in ein Taxi, gaben dem Fahrer Geld und baten ihn, sie nach Hause zu fahren. Nachdem das Taxi abgefahren war, feierten sie weiter. Kurz vor 3 Uhr morgens, als die Freunde sich auf den Heimweg machten, schickten sie eine Nachricht an Libbys Nachbarin, um zu erfahren, wie es ihr ging. Zu ihrem Entsetzen erfuhren sie, dass Libby nicht zurückgekommen war und niemand sie gesehen hatte. Zuerst nahmen sie an, dass sie vielleicht noch im Club war, aber als sie begannen, ihre Bekannten anzurufen und die Wohnungen anderer Studenten zu überprüfen, wurde ihnen klar, dass sie nirgendwo zu finden war. Die junge Frau war stark betrunken, es war kalt draußen und die Freunde wussten, dass das gefährlich war, also riefen sie sofort die Polizei. Die Beamten nahmen die Situation sofort ernst und leiteten eine umfangreiche Such- und Ermittlungsaktion ein. Es stellte sich die Frage, könnte sie aufgrund psychischer Probleme geflohen sein? Freunde und Familie antworteten, dass zwar alle Möglichkeiten in Betracht gezogen werden müssten, dies jedoch praktisch ausgeschlossen sei. Libby war in den letzten Tagen in bester Stimmung gewesen, liebte ihre Mitbewohnerinnen und hatte gerade hervorragende Noten und Bewertungen für ihre Weihnachtsarbeiten erhalten. Die 21-jährige Libby Squire war Studentin an der Universität Hull. Sie war im 2. Studienjahr, kam mit dem Studium gut zurecht und genoss das Studentenleben und ihren Freundeskreis. Diejenigen, die sie kannten, beschrieben sie als unglaublich fröhlich, talentiert und witzig. Libby liebte ihre jüngeren Brüder und 2 Schwestern und stand ihrer Mutter Lisa und ihrem Vater Russell sehr nahe. Die junge Frau zeichnete sich immer durch einen scharfen Verstand aus und bemühte sich sehr, gute Noten zu erzielen. Allerdings stellte sie laut Angaben ihrer Familie unrealistisch hohe Anforderungen an sich selbst. Mit der Zeit verschlechterte sich ihre psychische Gesundheit. Sie kämpfte mit einer Essstörung, verletzte sich selbst und ihre Leistungen ließen nach. Dennoch kämpfte sie sich weiter voran, bestand alle Prüfungen und war sehr glücklich, als sie an der Universität für den Fachbereich Philosophie angenommen wurde. Lisa gab zu, dass sie sich Sorgen um ihre Tochter machte, die so weit wegziehen würde, und befürchtete, dass sie wieder psychische Probleme bekommen könnte. Aber Libby bestand darauf, dass es das Beste für sie sei, und freute sich auf diesen neuen Lebensabschnitt. Sie nahm sich eine Auszeit vom Studium und reiste nach Paris. Als sie zurückkam, war sie mehr als bereit für den nächsten Abschnitt ihres Lebens. Sie hatte eine ernsthafte Beziehung mit ihrem Freund Connor, mit dem sie seit 3 Jahren zusammen war. Er sagte, Libby sei der interessanteste Mensch, den er je kennengelernt habe. Sie war immer beschäftigt und schmiedete viele Pläne für die Zukunft. Nach ihrem Abschluss wollte Libby mit ihren Mitbewohnerinnen eine Reise unternehmen und sich dann im Journalismus versuchen. Die Universität hatte neue Seiten an ihr zum Vorschein gebracht, und laut Connor war sie selbstbewusster und glücklicher als je zuvor, deshalb glaubte niemand, dass sie weglaufen könnte. Nur wenige Stunden später wurde der Vorfall bereits in den Medien heiß diskutiert, und Libbys Name war in aller Munde. Der Polizei gelang es, den Taxifahrer ausfindig zu machen. Er berichtete, dass er Libby an der Wellesley Avenue abgesetzt habe und beim Zurückblicken gesehen habe, wie sie zu ihrer Haustür ging. Aus irgendeinem Grund ging Libby jedoch nicht hinein. Glücklicherweise gab es auf der Straße zahlreiche Überwachungskameras, und da die Polizei den genauen Zeitpunkt kannte, zu dem sie in das Taxi gestiegen war, war es für die Beamten kein Problem nachzuvollziehen, wo sie sich nach dem Aussteigen befand. Die Kameras zeichneten Libby um 23:37 Uhr auf, wie sie durch die benachbarten Straßen lief. Um 23:40 Uhr versuchten 2 Passanten ihr zu helfen, als sie im Schnee liegend fanden. Sie berichteten, dass Libby weinte und aufgeregt war, aber keine Hilfe annehmen wollte. Ihren Angaben zufolge reagierte sie gereizt und sprach wirr. Die Menschen kamen zu dem Schluss, dass sie ihr nicht helfen konnten.
Dann sah eine Gruppe von Studenten sie in der Nähe ihres Hauses und lud sie ein, hierin zu kommen, um sich zu vergewissern, dass es ihr gut ging. Aber Libby ging weiter ziellos umher. Die Behörden stellten später fest, dass sie in dieser kalten Nacht möglicherweise erste Anzeichen von Unterkühlung gezeigt hatte. Dennoch verschlechterte sich die Situation. Die Polizei betrachtete den Fall jedoch weiterhin als vermissten Fall. Libbys Eltern begannen, öffentlich um Hilfe zu bitten. Sie baten um jede noch so kleine und unbedeutende Information. Die Suchteams waren riesig. Libbys Name war überall in den sozialen Netzwerken und Nachrichten zu finden. Die Universität begann mit der Polizei zusammenzuarbeiten, um Zeiten und Orte für die Suche zu organisieren. Die Anwohner wurden gebeten, ihre Gärten, Schuppen und Nebengebäude zu überprüfen. Vielleicht hatte sie sich dort versteckt, auch in den nahegelegenen Gewässern, Mülltonnen und Kanaldeckeln wurde gesucht. In der Straße, in der Libby wohnte, wurde ebenso gründlich gesucht. Die Polizei hoffte, auch nur den kleinsten Hinweis zu finden, der Aufschluss über ihre letzten Schritte geben könnte. Die Medien verbreiteten eine Beschreibung der Kleidung, die sie in dieser Nacht trug, und baten Personen, die zur gleichen Zeit und in derselben Gegend von Überwachungskameras erfasst worden waren, sich zu melden. Die Geschichte hatte bereits nationale Bedeutung erlangt und wurde zur größten Ermittlung in der Geschichte der Polizei von Humberside. Libbys Telefon wurde überprüft, aber auch dort fanden sich keine Hinweise darauf, dass sie sich mit jemandem getroffen hatte. Es gab absolut keine Klarheit, und die einzige Chance, das Puzzle zusammenzusetzen, waren die Überwachungskameras. Schließlich erhielt die Polizei den ersten ernsthaften Hinweis. Ein Anwohner, der in der Nähe der Spielplätze wohnte, berichtete, dass er gegen 0:15 Uhr Schreie einer Frau aus dem Waldgebiet gehört habe. Die Schreie waren so laut, dass sie ihn geweckt hatten, und er erinnerte sich genau an die Uhrzeit, da er auf sein Telefon geschaut hatte. Durch das Fenster sah er einen Mann, der zu einem Auto eilte. Mit diesem Zeitpunkt kehrte die Polizei zu den Überwachungsaufzeichnungen zurück und begann diese in umgekehrter Reihenfolge zu überprüfen. Wenn der Nachbar Libby tatsächlich gehört hatte, bedeutete dies, dass zwischen dem Zeitpunkt, als sie auf der Straße gesehen wurde, und dem Zeitpunkt ihres Verschwindens 30 bis 40 Minuten vergangen waren. Dies schränkte den Suchbereich erheblich ein. Und schließlich fiel den Ermittlern etwas Wichtiges auf. Ein silberner Wagen war einige Stunden vor Libbys Verschwinden in der Gegend herumgefahren. Er fuhr einfach ohne ersichtlichen Grund hin und her. Kurz vor Mitternacht wurde dieser Wagen am Ende der Straße geparkt gesehen, nicht weit von der Stelle, an der Libby unterwegs war. Ein Mann stieg aus dem Auto und überquerte schnell die Straße, um ihr zu folgen. Auf den ersten Blick schien es, als stünde Libby in der Nähe einer Bushaltestelle, aber tatsächlich ging sie zurück in Richtung ihres Hauses. Dann überquerte der Mann erneut die Straße und ging auf der anderen Straßenseite weiter. Anscheinend wollte er herausfinden, ob sie allein war. Das perfekte Geschenk zur Adventszeit. Erhältlich bei Amazon. Link in der Beschreibung. Und die Situation einschätzen. Eine Minute später überquerte er erneut die Straße und sprach Libby an. Dann gingen sie etwa 5 Minuten lang zusammen, aber in die entgegengesetzte Richtung, in die die junge Frau ursprünglich unterwegs war. Libby stand auf dem Bürgersteig, während der Fahrer neben ihr im Auto saß. Die Kameras zeichneten auf, wie noch einige Autos vorbeifuhren, und die Polizei kam zu dem Schluss, dass der Fahrer gewartet hatte, bis die Straße leer war, bevor er weiterfuhr. Um 0:08 Uhr stieg Libby in das Auto des Unbekannten und das Auto fuhr los. Später wurde ihre Uhr genau in dieser Gegend gefunden. Etwas hatte sie dazu gebracht, sich von seinem Arm zu lösen, und die Polizei stellte die Theorie auf, dass der Fahrer wahrscheinlich entweder versucht hatte, sie mit Gewalt zum Einsteigen zu überreden, oder sie am Arm gepackt hatte, um sie ins Auto zu zerren. Dies erwies sich als entscheidender Teil der Aufzeichnung. Hätte das Auto nur einen Meter weiter gestanden, wären die Aufnahmen möglicherweise nutzlos gewesen. Nun hatte die Polizei eine Beschreibung des Autos, die ungefähre Zeit und den Ort, an den das Auto mit Libby gefahren war. Tatsächlich gelang es ihnen nachzuverfolgen, wie das Auto zu den Spielfeldern abbog. Genau zu dem Zeitpunkt, als der Zeuge Schreie hörte. Dann gingen die Scheinwerfer an und das Auto fuhr zurück auf die Straße. Später wandten sich 2 Frauen mit einer separaten Beschwerde an die Polizei, die sich als wichtiger Hinweis erwies.
Sie erzählten, dass sie gegen 3 Uhr morgens auf der Straße einem Mann begegnet waren, der begann, sich direkt vor ihren Augen zu entblößen. Die Frauen waren entsetzt, aber er benahm sich, als würde er ihre Verlegenheit genießen und zeigte keinerlei Schamgefühl. Alles passte zusammen. Es war derselbe Mann und dasselbe Auto. Nun hatte die Polizei ein klares Bild vom Verdächtigen. Indem sie seine Bewegungen in den Stunden vor Libbys Verschwinden und in den folgenden Tagen verfolgten, konnten sie das Auto anhand des Kennzeichens identifizieren. Am 6. Februar gab die Polizei bekannt, dass sie im Zusammenhang mit Libbys Verschwinden eine Festnahme vorgenommen hatte. Der Festgenommene war der 24-jährige Pavel Relovic, ein verheirateter Vater von 2 Kindern, der als Metzger arbeitete. Als Teenager war er von Polen nach Großbritannien gezogen und hatte an einer Kochschule in der Nähe von Hull studiert. Neben der Festnahme wegen des Verdachts auf Entführung von Libby wurde er auch wegen Sexualdelikten festgenommen. Endlich hatte die Polizei einen hauptverdächtigen Nachbarn, sagten, sie kannten ihn nur als fleißigen Menschen, der gerne ins Fitnessstudio ging, backte und lange Spaziergänge mit seiner Familie unternahm. Er war immer freundlich, höflich und lächelte viel. Nichts Verdächtiges. Aber bald stellte sich heraus, dass Pavel in Wirklichkeit ein äußerst gefährlicher Mensch war und die Polizei ihn rechtzeitig festgenommen hatte. Er wohnte ganz in der Nähe des Ortes, an dem Libby zuletzt gesehen worden war, und der Felder, von denen die Schreie gekommen waren. Als man ihm Fingerabdrücke und eine DNA-Probe abnahm, stellte sich heraus, dass er mit einer Reihe anderer Verbrechen in Verbindung stand, die fast 2 Jahre zuvor begangen worden waren. Lange Zeit drang Pavel heimlich in fremde Häuser ein, spähte durch Fenster zu Paaren hinein, verfolgte Frauen auf der Straße und entblößte sich ihnen häufig. Manchmal stahl er Damenunterwäsche und hinterließ gebrauchte Kondome. Einmal wachte eine Frau nachts auf und sah Pavel, der sie durch die Glastür ihres Schlafzimmers anstarrte. Sie schrieb ihren Nachbarinnen im Haus, und diese warfen ihn hinaus. Ein anderes Mal tat er dasselbe direkt auf der Straße, in der Libby wohnte. Obwohl an den Tatorten wiederholt Fingerabdrücke genommen und DNA-Proben gesammelt wurden, hatte Pavel keine Vorstrafen, und es gelang nie, sie mit ihm in Verbindung zu bringen. Jetzt gab es jedoch Übereinstimmungen, und zwar sehr viele. Laut Quellen war es ganz offensichtlich, dass Pavel seit frühester Kindheit sexuelle Störungen zeigte und, wie er selbst zugab, seine Triebe nicht kontrollieren konnte, da er süchtig nach brutalen und gewalttätigen Erwachsenenvideos war. Er sagte seiner Frau oft, dass er abends joggen gehen würde, aber in Wirklichkeit streifte er durch die Straßen, suchte nach offenen Fenstern, durch die er hindurchsehen oder hindurchklettern konnte, oder nach Frauen, die alleine unterwegs waren, um sie zu verfolgen und sich ihnen zu entblößen. Seit Libbys Verschwinden waren bereits 7 Tage vergangen, und die Polizei hatte das Haus und das Auto des Hauptverdächtigen gründlich durchsucht. Im Haus wurde nichts gefunden, aber im Auto war das eine ganz andere Geschichte. Dort wurden schmutzige Damenunterwäsche, Sexspielzeug, gebrauchte Kondome, Fotos von Frauen, die offensichtlich ohne deren Zustimmung aufgenommen worden waren, und verschiedene Gegenstände gefunden, die aus Häusern gestohlen worden waren. Als er zu Libby befragt wurde, leugnete Pavel, sie jemals gesehen zu haben. Nachdem ihm jedoch die Aufzeichnungen der Überwachungskameras vorgelegt worden waren, änderte er seine Aussage und sagte, er habe sie in dieser Nacht mitgenommen, um ihr zu helfen, habe sich selbst als barmherzigen Samariter dargestellt und ihr angeboten, sie nach Hause zu fahren. Seinen Angaben zufolge habe er sie zu den Spielfeldern gefahren und sei dann weggefahren, nach Hause zurückgekehrt, habe ein Bad genommen und sich auf seinem Handy Erwachsenenvideos angesehen. Das war kein vollständiges Geständnis, aber es reichte aus, um seine Anwesenheit am Tatort zu bestätigen. Angesichts der Aussage eines Anwohners über Schreie hatten die Ermittler keinen Zweifel mehr daran, dass die Geschichte viel düsterer war. Die Ermittler räumten ein, dass es sich höchstwahrscheinlich nicht mehr um einen vermissten Fall handelte, sondern um eine Situation, in der Libby Gewalt ausgesetzt war. Die Polizei hatte genügend Gründe, um Pavel offiziell wegen 13 Sexualdelikten anzuklagen, die zu verschiedenen Zeitpunkten begangen worden waren. Aber es fehlten noch immer Beweise für einen direkten Zusammenhang mit Libbys Verschwinden. 7 Wochen nach Libbys Verschwinden gab es eine entscheidende Wende in den Ermittlungen. Ein Fischer fand an der Mündung des Humber eine stark verweste Leiche, die im Wasser trieb. Um ihren Hals hing eine kleine Halskette mit dem Buchstaben L. Die Gerichtsmediziner bestätigten sofort, dass es sich um Libbys Leiche handelte. Außerdem wurde festgestellt,
dass sie vor dem Mord vergewaltigt worden war. Ihre Leiche war so stark verwest, dass es nicht möglich war, die Todesursache festzustellen. Es ist auch nicht bekannt, ob sie bereits tot war, als sie ins Wasser fiel. Der Gerichtsmediziner sagte, dass sie möglicherweise erstickt oder ertrunken sei, konnte jedoch keine genaue Aussage treffen. Die Polizei war jedoch überzeugt, dass ihre Leiche in ein Gewässer hinter den Feldern geworfen worden war, von wo aus sie später in den Fluss Humber getrieben war. Alle waren am Boden zerstört, und Lisa war besonders niedergeschlagen, als sie erfuhr, wo die Leiche ihrer Tochter gefunden worden war. Libby hatte schreckliche Angst vor Wasser und konnte nicht gut schwimmen. Die Ungewissheit, ob sie noch lebte, als sie in den Fluss fiel, verstärkt nur die Qualen, sagte die Frau. Als bekannt wurde, dass es sich nun um eine Mordermittlung handelte, veröffentlichte Lisa einen Beitrag in den sozialen Medien. Ich werde nie aufhören, dir zu danken, meine Liebe, dass du mich als deine Mutter ausgewählt hast. Ich habe dich so gut ich konnte beschützt, und es tut mir so leid, dass ich dich in dieser Nacht nicht beschützen konnte. Verzeih mir, es tut mir so leid. Bis August 2019 waren bereits 7 lange Monate vergangen, seit Libby verschwunden war. Pavel stand wegen anderer Anklagen vor Gericht, in denen er zunächst seine Schuld nicht eingestand. Im letzten Moment änderte er jedoch seine Aussage und bekannte sich in 9 Punkten schuldig. 4 Fällen von Voyeurismus, 2 Fällen von Verstößen gegen die öffentliche Moral und 3 Fällen von Einbruchdiebstahl, die zwischen 2017 und 2019 begangen wurden. Er wurde zu 8,5 Jahren Haft verurteilt, aber nach einer erfolgreichen Berufung wurde die Strafe auf 6 Jahre reduziert. Die Behörden waren zumindest dankbar, dass er nun hinter Gittern saß und die Ermittlungen ohne das Risiko seiner Flucht aus dem Land fortgesetzt werden konnten. Alles, was der Polizei noch blieb, war, nach und nach einen Fall gegen Pavel aufzubauen und buchstäblich Tausende von Stunden Videomaterial zu sichten, um seine Bewegungen in dieser Nacht noch genauer zu rekonstruieren. Als Libby in sein Auto stieg, war auf den Aufnahmen zu sehen, dass er gegen 2:30 Uhr morgens wieder an denselben Ort zurückkehrte, an dem er ursprünglich mit Libby gewesen war. Er blieb dort nur wenige Minuten und fuhr dann zurück in die Stadt. Genau zu diesem Zeitpunkt zeigte er sich den Frauen auf der Straße. Das war das letzte fehlende Detail. Pavel hatte keinen Grund, dorthin zurückzukehren, es sei denn, er wollte Spuren verwischen und Beweise vernichten. Nach mehreren Monaten des Wartens kamen neue Untersuchungsergebnisse. Pavels DNA wurde auf Libbys Körper und in ihrem Körper gefunden. Daraufhin änderte Pavel erneut seine Aussage. Er behauptete, Libby habe angeblich die Initiative ergriffen und sie hätten sich freiwillig in den Feldern sexuell vergnügt, woraufhin er sie dort zurückgelassen habe. Aber alle wussten, dass das eine Lüge war. Die Ermittler hatten endlich triftige Gründe, den Fall wieder aufzunehmen und auf eine Anklage wegen Vergewaltigung und Mord zu hoffen. In Erwartung dessen versammelten sich im Oktober 2019 fast 300 Menschen zur Beerdigung von Libby. Nur 2 Wochen nach der Beerdigung gab die Polizei eine Erklärung ab. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde Pavel Relovic wegen Vergewaltigung und Mord an Libby Squire angeklagt. Als ihm die Anklage in einem Polizeiauto durch einen Dolmetscher vorgelesen wurde, lachte er, als ginge ihn das alles nichts an. Seine eigene Mutter sagte: „Ich bin fest davon überzeugt, dass Pavel dieser Frau nichts angetan hat. Er ist ein guter Junge, der Frauen respektiert." Sie fügte hinzu, dass ihr Herz für die Familie Squire blute, und wenn sich herausstellen sollte, dass ihr Sohn doch schuldig ist, müsse er die verdiente Strafe erhalten. Pavel bekannte sich nicht schuldig und beharrte weiterhin auf seiner Version einer angeblich zufälligen freiwilligen Beziehung. Nach zahlreichen Verzögerungen aufgrund der Pandemie begann der Prozess schließlich im Januar 2021. Die Anklage legte unwiderlegbare Beweise vor. Pavel war ein äußerst gefährlicher Mensch, dessen Verbrechen ein solches Ausmaß erreichten, dass er zu allem bereit war, um seine Triebe zu befriedigen. Er betrachtete Frauen als Objekte und hatte Freude daran, ihnen Angst einzujagen. Von dem Moment an, als er Libby in dieser Nacht sah, einsam, frierend, verzweifelt und schutzlos, wurde sie zu seinem Ziel. Der Staatsanwalt behauptete, dass Pavel sofort wusste, was er tun würde, sobald sie in sein Auto stieg. Seinen Worten zufolge hätte jede andere Frau, nüchtern oder betrunken, anstelle von Libby das Opfer sein können. An jedem anderen Tag hätte er vorgehabt, jemanden zu vergewaltigen und wahrscheinlich zu töten. Und in dieser schicksalhaften Nacht wurde Libby sein Ziel,
Die Verteidigung konzentrierte sich hingegen auf das Zeitfenster von weniger als 10 Minuten, in dem Pavel angeblich das Verbrechen begangen haben soll. Wenn sein Auto um 12:11 Uhr auf das Feld fuhr, die Schreie um 12:15 Uhr zu hören waren und er bereits um 12:20 Uhr wieder auf die Straße fuhr, dann hätte sich alles in einem extrem kurzen Zeitfenster abgespielt. Die Anklage behauptete jedoch, dass dies durchaus möglich sei, da Libby zu diesem Zeitpunkt kaum Widerstand leisten konnte. Sie war stark betrunken und konnte kaum auf den Beinen stehen, während Pavel im Gegensatz dazu körperlich stark war und entschlossen schien, seine Tat zu vollenden. Die Staatsanwälte betonten außerdem, dass sie gar nicht beweisen müssten, dass sich alles genau in diesen Minuten ereignet habe. Die DNA-Beweise und Videoaufnahmen sprachen für sich. Außerdem kehrte Pavel nach 2 Stunden an den Tatort zurück. Dann hätte er durchaus die Beweise vernichten und Libbys Leiche wegschaffen können. Die Anklage erklärte, es sei offensichtlich, dass er immer weitergehen wollte. Als ihm das Beobachten und Eindringen in fremde Häuser nicht mehr ausreichte, war es nur eine Frage der Zeit, bis er den nächsten Schritt unternahm, um seine Triebe zu befriedigen. Seine Waghalsigkeit wuchs nur noch, weil er immer wieder ungestraft davonkam. Nach einem 2-wöchigen Prozess zogen sich die Geschworenen zur Beratung zurück. Schließlich wurde Pavel Relowitsch für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft mit der Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung nach 27 Jahren verurteilt. Bei der Urteilsverkündung stellte der Richter fest, dass Libby in dieser Nacht keine Chance hatte und fügte hinzu, dass Pavel möglicherweise nie wieder auf freien Fuß kommen würde. Und wenn doch, dann würde er bis an sein Lebensende unter Beobachtung stehen. Der Richter bezeichnete diesen Fall als unvorstellbaren Horror. Sollte Pavel jemals eine vorzeitige Haftentlassung erreichen, wird er zu diesem Zeitpunkt bereits über 50 Jahre alt sein. Nach der Urteilsverkündung verließ Pavels Frau ihn und kehrte nach Polen zurück. Sie behauptet bis heute, dass ihre Beziehung wunderbar gewesen sei und gab zu, dass sie schockiert war, als die Wahrheit ans Licht kam. Er war ganz und gar nicht der Mann, den sie kannte. Lisa, Libbys Mutter, kämpft weiterhin aktiv für eine Verschärfung der Gesetze in Bezug auf sogenannte geringfügige Sexualdelikte und fordert härtere Strafen. Die Polizei hat zusammen mit der Familie Squire eine Kampagne gestartet, in der dazu aufgerufen wird, alle Sexualdelikte zu melden. Im Jahr 2022 erklärte Lisa, dass sie Pavel im Gefängnis treffen wolle, um mit ihm über die Ereignisse jener Nacht zu sprechen. Pavel willigte ein. Viele verstehen das nicht. Ich hasse ihn. Ich bin nicht wütend auf ihn. Ich möchte nur Informationen von ihm bekommen. Ich werde ihm nicht vergeben. Ich möchte verstehen, warum er getan hat, was er getan hat. Für mich ist es wichtig zu erfahren, wie die letzten 20 Minuten ihres Lebens waren. Es ist tatsächlich ein mutiger Schritt von ihm, dem Treffen zuzustimmen, und ich bin ihm dafür dankbar. Nichts, was er mir erzählen wird, kann schlimmer sein als das, was ich mir selbst vorstelle, sagte Lisa. Im Februar 2023 lehnte Pavel das Treffen jedoch ab. Er erklärte, dass die Medien ihn aufgrund der Familie Squire zu Unrecht in ein negatives Licht gerückt hätten und er deshalb nicht mehr mit Lisa sprechen wolle. Für sie war das ein schwerer Schlag. Offensichtlich war dies seine Art, zumindest ein wenig Kontrolle über die Situation zu behalten. Die Familie Squire zeigt weiterhin unglaubliche Stärke und Würde und setzt sich mit aller Kraft dafür ein, die Gesetze zu ändern und die Erinnerung an Libby zu bewahren. Jeden Morgen, in dem Moment zwischen Schlaf und Erwachen, scheint mir das Leben noch normal zu sein. Und dann wache ich auf und erinnere mich, dass Libby nicht mehr da ist. Manchmal überkommt mich die Trauer ganz unerwartet. Ich schaue mir die Fotos von Libby an, die ich schon 1000-mal angesehen habe, und weine, weil ich mich frage, warum uns jemand diesen wunderbaren Menschen genommen hat, sagte Lisa. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.